Hallo, heute sind wir im Tiergarten Schönbrunn in Wien. Der Tiergarten Schönbrunn freut sich, dieses Jahr wieder ein afrikanisches Elefantenbaby vorzeigen zu können. Es war so, dass wir fast auf den Tag genau am 20. August nach fast 2 Jahren Tragzeit ein junges Elefantenkalb bei uns zur Welt kam. Wir sind sehr, sehr glücklich über den Kleinen. Die Geburt, es ist die 4. Geburt der Mutter, verlief problemlos. 24 Stunden Wehen sind eigentlich fast normal beim Elefanten und dann kam morgens um kurz vor 5 das kleine Elefantenkalb zur Welt. Das Besondere ist, dass der Kleine 130 Kilo gewogen hat zur Geburt. Normalerweise wiegen die um die 100 Kilo. Und das ist ein kräftiger, junger, kleiner Elefantenbulle, der sofort nach 10 Minuten stand und auch angefangen hat zu trinken nach 15 Minuten. Das sind immer so die Momente, wo jeder von uns hofft, hoffentlich geht alles gut, hoffentlich steht das Tier gleich, kann trinken. Und wir haben hier einen sehr, sehr selbstständigen, freudigen kleinen Elefantenbullen, der sehr aktiv ist und uns allen sehr viel Freude bereitet. Es ist so, dass die Elefantengeburt in der Nacht stattfand, im Beisein der ganzen Herde, draußen im Freien. Die Elefantenkuh selber kann sich dann zurückziehen und ihren Zeitpunkt mehr oder weniger bestimmen, wann es denn zur Geburt kommt. Es ist wichtig, dass das alles im Herdenverband stattfindet, beziehungsweise auch die anderen Kühe dabei sind, beobachten können, riechen können, schnüffeln können, so wie das auch in der Wildbahn vonstatten geht, dass halt die Herde dabei ist, das junge Kalb willkommen heißt und wir im Nachhinein keine Probleme haben, was die Zusammenführung des Kalbes in die ganze Herde angeht. Jetzt sind schon einige Wochen vergangen seit der Geburt, jedoch der Kleine ist unser Highlight, sehr aktiv, sehr freundlich, sehr mutiger kleiner Elefantenbulle, der natürlich hauptsächlich sich bei seiner Mutter aufhält. Doch das Besondere ist hier, dass er sich schon sehr weit entfernt mit seinen wenigen Wochen, dass er sich sehr weit von seiner Mutter schon entfernt manchmal, von der ganzen Herde gut aufgenommen wurde. Und natürlich jetzt die nächsten 1,5 Jahre noch Milch trinkt und dabei schon langsam kostet und ausprobiert, was gibt es für Futter, was kaut seine Mutter, spielerisch alles erkundet und jetzt bei uns ist. Vater des kleinen jungen Elefantenbullen ist vor 2 Jahren innerhalb des europäischen Haltungszuchtprogramms zu uns gekommen. Dieser Deckbulle ist auch bei uns geboren und jetzt nach fast 20, 25 Jahren wieder zu uns gekommen. Als Deckbulle wurde er zugeteilt. Wir haben ihn sehr gerne aufgenommen, weil er gut sozialisiert ist, gut im medizinischen Training ist und bei uns in der Gruppe eigentlich den ganzen Tag mitlaufen kann. Sehr wichtig ist, dass wir hier einen Familienverband zeigen können. Wien ist einer
der glücklichen Zuchtgruppen im europäischen Erhaltungszuchtprogramm. Das heißt, wir haben den Auftrag, afrikanische Elefanten für das EEP innerhalb der EASA zu züchten, haben deswegen auch verschiedene Zuchtbullen in den letzten Jahren ausprobiert. Und ganz wichtig ist, dass wir halt was für die Population innerhalb der EASA tun, und daran arbeiten wir die nächsten Jahre hin. Was wir ja probieren hier zu zeigen in einer wissenschaftlichen Institution wie der Tiergarten Schönbrunn ist, probieren wir hier Reservepopulationen zu zeigen. Das heißt, unsere Elefanten sind die Botschafter ihrer bedrohten Artgenossen in der Wildbahn. Die Elefantenpopulation, gerade die afrikanische Elefantenpopulation, ist in den letzten Jahrhunderten, in den letzten Jahrzehnten stetig gesunken, und das liegt daran, an Wilderei, Mensch-Tier-Konflikten, aber hauptsächlich, dass der Lebensraum von diesen Tieren verloren geht. Und wir probieren halt hier eine Reservepopulation aufzubauen. Und diese Botschafter sollen auf ihre Artgenossen in der Wildbahn aufmerksam machen, da deren Lebensraum immer weiter schwindet, die Population in der Wildbahn weiter sinkt und wir Mensch-Tier-Konflikte eigentlich in der Wildbahn entschärfen wollen. Ganz wichtig ist natürlich auch, dass so ein Elefantenkalb eine Bereicherung für die ganze Herde ist. Das heißt nicht nur für die Mutter, sondern auch für die Tanten und selbstverständlich auch für den Bullen. Aber diese Bereicherung der Aufzucht, der Nachzucht ist ganz wichtig in einem Tiergarten, dass all diese verschiedenen sozialen Programme durchlebt werden können von den Tieren. Und das ist ein wichtiger Aspekt, den wir hier auch zeigen wollen. Schreibt jetzt eure Fragen in die Kommentare und vergesst nicht, dem Video einen Daumen nach oben zu geben. Damit ihr kein neues Video mehr verpasst, könnt ihr unseren Kanal kostenlos abonnieren.